In diesem Video spreche ich über die radikale Prostatektomie, der gebräuchlichsten Form der definitiven Prostatakrebsbehandlung. Bei der radikalen Prostatektomie wird die Prostata vollständig chirurgisch entfernt. Traditionell geschieht dies über einen Schnitt vom Bauchnabel bis zum Beckenringknochen. Die Prostata wird vollständig mit den ihr anliegenden Samenblasen entfernt. Ein Erhalt der erektionsbestimmenden Nervenfasern zum Penis ist zumeist möglich. Lymphknoten, die möglicherweise vom Krebs befallen sind, werden ebenfalls beseitigt. Anschließend werden Harnblase und Harnröhre durch feinste Nähte miteinander verbunden. Ein Katheter wird eingelegt, der in der Regel 1 bis 2 Wochen verbleibt. Die radikale Prostatektomie hat 2 entscheidende Vorteile. Erstens, der Krebs in der Prostata wird vollständig entfernt. Zweitens, wir erhalten wichtige Informationen über die Krebserkrankung an sich. Wenn wir wissen, ob der Tumor bereits die Prostatakapsel durchschritten hat oder Lymphknoten befallen sind, können wir eine möglicherweise notwendige Folgetherapie zeitnah und effektiv gestalten. Wie jede andere Behandlung birgt auch die radikale Prostatektomie Risiken. Diese betreffen Kontinenz und Potenz. Der Harnröhrenschließmechanismus der Blase liegt unmittelbar vor der Prostata. Ob die vollständige Funktion erhalten bleibt, hängt unter anderem von der Expertise des Operateurs und vom Alter des Patienten ab. Typischerweise verliert sich diese Harninkontinenz nach Beendigung des Abheilungsprozesses binnen 6 bis 24 Wochen. Im eigenen Patientengut verlieren 3 bis 6 Monate nach der OP nur 2% der Patienten gelegentlich Urin. Fragen Sie Ihren Chirurgen vor dem Eingriff, wie hoch bei seinen Patienten die Inkontinenzrate ist. Die Prostata bildet Samenflüssigkeit. Ist die Prostata entfernt, bleibt der Samenerguss aus. Trotzdem erlebt der Mann weiterhin einen normalen Orgasmus. Die für die Erektion verantwortlichen Nerven liegen der Prostata direkt an. Daher kann auch bei größter Sorgfalt eine Nervenschädigung nicht sicher ausgeschlossen werden. Wie gut und wie schnell die Erektionsfähigkeit sich wieder erholt, hängt unter anderem vom Alter des Patienten und vom Risikopotenzial ab. Zur Unterstützung können PDE5-Hämmer wie Viagra, Cialis oder Levitra eingesetzt werden. Beim Kieler Konzept beispielsweise erhalten Patienten nach Prostatektomie über einige Monate niedrig dosiert PDE5-Hämmer. Dies erhöht die Sauerstoffversorgung zum Penis und verbessert die Erektionsfähigkeit. Inzwischen wird die radikale Prostatektomie in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle nicht mehr offen durchgeführt, sondern roboterassistiert. Die wohl innovativste OP-Methodik der letzten 20 Jahre, die roboterassistierte Da Vinci-Chirurgie, löst zunehmend die traditionelle Chirurgie ab. Die winzigen OP-Instrumente werden über kleinste Schnitte in den Körper eingeführt. Dann übernimmt der Operateur an der Konsole die Kontrolle. Die Instrumente des Da Vinci-Systems sind extrem agil und alle Bewegungen, die der Chirurg mit seinen Händen ausführt, werden direkt übertragen. Außerdem verfügt der Da Vinci über eine stereoskopische Kamera. Der Operateur sieht ein vergrößertes, hochauflösendes, dreidimensionales Bild. Es ist, als wäre der Arzt miniaturisiert und in den Körper des Patienten transportiert worden. Dadurch werden Prozeduren möglich, die bisher als nicht realisierbar galten. Bei der Prostata-Operation wirkt sich das besonders positiv auf den Erhalt der Nervenfasern aus. Eine Besonderheit in der Kieler Klinik stellt das während der Operation durchgeführte Schnellschnittverfahren dar. Die Prostata wird vollständig von Blase und Harnröhre getrennt und entnommen. Der Pathologe schneidet ganze Scheiben vom vorderen und hinteren Absetzungsrand der Prostata ab und untersucht diese noch während des Eingriffs. Traditionell wird nur punktuell eine Probe entnommen. Beim Kieler Oncosafe-Prinzip werden ganze Scheiben von den Prostata-Absetzungsrändern abgeschnitten und histologisch untersucht. So wird gewährleistet, dass mit größtmöglicher Sicherheit auch tatsächlich alle Prostatakrebszellen entfernt wurden. Vergleicht man die Schnellschnittdiagnostik herkömmlicher Methoden mit der endgültigen Histologie, ergibt sich eine Genauigkeit von 83 bis 87%. Die Kieler Oncosafe-Methode hat eine Sicherheit von 95%. Ein weiterer Vorteil der Da Vinci-Chirurgie besteht im Falle einer erforderlichen ausgedehnten Lymphknotenentfernung. Das ist bei allen Patienten mit einem Gleason-Score von 7b und höher der Fall. Die roboterassistierte Chirurgie ermöglicht eine präzisere und ausgedehntere Lymphknotenentfernung mit geringeren Nebenwirkungen. Lassen Sie mich zum Abschluss noch kurz die traditionelle mit der roboterassistierten Da Vinci-Prostatektomie vergleichen.
Beim Einsatz des Da Vinci erfolgt der Zugang durch winzige Schnitte anstatt eines langen Bauchschnitts. Der Verbleib des Katheters ist tendenziell kürzer, Nerven können besser erhalten werden, der Blutverlust ist geringer, die Schmerzen reduziert und die notwendige Erholungszeit kürzer. Die Lymphknotenentfernung kann weiter ausgedehnt werden, sie erfolgt präziser und ist mit geringeren Nebenwirkungen verbunden. Gerade durch die neuen Technologien sind Kontinenz und Erektionsrate nach operativer Entfernung der Prostata exzellent. Für mich stellt die roboterassistierte Da Vinci Prostatektomie die beste Therapiemöglichkeit bei Prostatakrebserkrankung dar.